Ein paar Tage dem Winter entfliehen. Für uns geht es eine Woche nach Palma, der Hauptstadt der beliebten Insel Mallorca. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Wie immer auf der Suche nach einem zentralen Hotel haben wir uns das Art Madame ausgesucht. Mitten in Palma liegt diese kunterbunte Unterkunft. Viele Kunstwerke und ein schöner Spa-Bereich. Wir fanden es dort super. Nicht weit von unserem Hotel entfernt liegt der Hafen von Palma. Dort liegen kleine Schifferboote, große Yachten und Fähren, die zum Festland übersetzen. Aber auch bis zu 5 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig können in dem Hafen anlegen. Dort spazieren zu gehen ist wirklich schön. Es gibt einige Cafés und Restaurants, in denen man mit Blick auf die Boote mit ihren hohen Masten gut für einige Zeit verweilen kann. Zunächst geht es für uns in den Stadtteil Santa Catalina. Das ehemalige Fischerdorf hat sich zu einem richtig attraktiven Viertel gemausert. Wohin man auch schaut, wir finden viele superschöne Häuser, von denen man so viele coole Fotos machen kann. Viele kleine Gassen mit Cafés, Bars und natürlich auch kleinen Geschäften. Hier tummeln sich so viele Leute in den verschiedenen Bars. Für uns ist das doch ideal für eine kleine Tour. Super war, dass es zu fast jedem Getränk auch immer einen kleinen Snack gab. Verhungern mussten wir also nicht. So, wir stehen jetzt hier vor der Markthalle in Santa Catalina. Mal gucken, was wir hier Leckeres so finden. Rein geht's! An einem Samstag geht es für uns in die Markthalle von Santa Catalina. Sie ist schon irgendwie das Herzstück des Stadtteils. In der Markthalle befinden sich ganz viele kleine Stände. Man bekommt dort Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch, aber auch Blumen, Alkohol. Naja, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Es werden dort aber auch Speisen frisch zubereitet. Und so kommt es wohl, dass viele Einheimische und Touristen sich dort zu einem kleinen Snack und natürlich zu einem kleinen Plausch treffen. Irgendwie spürt man, dass in dieser Halle so ein bisschen die Tradition lebt. Schließlich gibt es sie auch schon seit über 100 Jahren. Von Santa Catalina laufen wir nun Richtung Altstadt. Zunächst sehen wir mal die alte Festung mit ihrem großen Burggraben. Auf der Festung hat man einen wirklich tollen Blick über die Altstadt und natürlich die Kathedrale. Diese schauen wir uns aber später nochmal an. Die Altstadt von Palma hat uns wirklich richtig gut gefallen. Überall diese kleinen schönen Balkone an den Fenstern. Es wirkt schon fast ein bisschen mittelalterlich. Die ganzen alten Häuser mit ihren prunkvoll verzierten Fassaden. Architektonisch ist die Altstadt aufgrund der verschiedenen historischen Eroberungen sowohl spanisch-katalanisch, römisch, aber auch arabisch geprägt. Man kann die Altstadt perfekt zu Fuß erkunden. Macht die Augen auf, schlendert einfach ein bisschen durch die kleinen Gassen und lasst euch treiben. Vielleicht fallen euch dann auch die diversen Kunstgalerien auf. In jeder Gasse findet man welche. Es macht wirklich Spaß, einfach mal in die Schaufenster zu schauen und sich die verschiedenen Kunstobjekte anzuschauen. Der Regierungssitz von Mallorca befindet sich natürlich auch in der schönen Altstadt, direkt am Platz Cort, wo übrigens auch der älteste Olivenbaum Mallorcas steht. Neben vielen Bars und Restaurants lässt die Altstadt auch die Shoppingherzen höher schlagen. In vielen engen Shoppinggassen findet man sowohl Geschäfte für Kleidung und Accessoires, aber auch für viele Leckereien. Apropos Leckereien, wir halten uns natürlich am liebsten in diesen kleinen Geschäften hier aus, wo man sich durchprobieren kann und auch eine Kleinigkeit für zu Hause einpacken kann. Nicht nur tagsüber ist die Altstadt super schön anzusehen, gerade im Winter ist sie abends wunderschön beleuchtet. Es lohnt sich also auf alle Fälle, hier auch mal zu späterer Stunde durchzubummeln. Nun wollen wir uns aber natürlich noch die Kathedrale anschauen. Diese liegt im Süden der Altstadt von Palma. Man kann sie kaum übersehen, sie ist wirklich beeindruckend groß und prunkvoll. 1230 wurde sie angefangen zu bauen, dann aber erst fast 400 Jahre später eingeweiht. Die Kathedrale wird übrigens auch Kathedrale des Lichts genannt. 61 Buntglasfenster sorgen für dieses einzigartige Lichtspiel im Inneren.
Will man als Nicht-Mallorquiner die Kathedrale von innen begutachten, dann kostet das Ganze 8 € Eintritt. Alles im Inneren ist wirklich sehr prunkvoll. Kircheninteressierte werden auf jeden Fall ihre Freude finden und sich sicherlich einige Zeit dort aufhalten können. Wem das noch nicht gereicht hat, der kann sich beim Ausgang dann gleich noch ein kleines Kathedralen-Souvenir kaufen. Möchte man ein bisschen mehr sehen als die Innenstadt von Palma, dann würden wir euch empfehlen, ein Fahrrad auszuleihen. Wir sind fündig geworden bei Palma on Bike. Für ein normales Citybike zahlt ihr dort pro Tag 12 € bzw. in der Nebensaison sogar nur 10. Wir haben uns entschieden, die Küste entlang zu fahren, bis nach Playa de Palma. So einen tollen Fahrradweg haben wir beide wirklich noch nicht oft gesehen. Der Weg führt die ganze Zeit am Meer entlang und ist super ausgebaut. Man fährt durch kleine Ortschaften, immer am Strand entlang und hat die ganze Zeit das Meer im Blick. Ganz nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, würden wir euch diese Fahrradstrecke auf jeden Fall empfehlen. Der Ballermann im Winter hat wohl nicht so viel mit dem im Sommer zu tun. Der Strand ist menschenleer und die Clubs haben zu. Einige Restaurants mit Strandblick haben aber auf, sodass man sich hier ganz entspannt ein bisschen stärken kann. Damit man ein bisschen mehr von der Insel sehen kann, braucht man allerdings ein Auto. Wir sind fündig geworden bei eBay Auto und haben da ca. 50 € pro Tag bezahlt. Ihr müsst allerdings auch nicht lange suchen, um weitere Anbieter zu finden. Die Straßen sind wirklich toll ausgebaut und auf dem Weg gibt es immer viel zu sehen. Unsere Zeit war leider begrenzt, von daher haben wir uns entschieden, von Palma aus die Westküste ein bisschen genauer zu erkunden. Gestartet sind wir in Santa Ponsa. Santa Ponsa ist für viele ein beliebter Urlaubsort. Man findet dort einen kleinen Hafen und einen schönen Badestrand. Wenn man ein bisschen umherspaziert, sieht man eine wunderschöne Finca neben der nächsten. Was uns besonders gut gefallen hat, ist diese Bucht hier, wo man einen wunderschönen Ausblick auf die Felsformationen hat. Weiter geht es für uns nach Port Andratx. Viele meinen, es sei der wohl schönste Hafen im Mittelmeer. Uns hat es auch wirklich richtig gut gefallen. Super schöne kleine Schiffe, aber auch größere Yachten. Hier sind viele Cafés nebeneinander. Da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und uns auch ein kleines Frühstück gegönnt. Läuft man vom Hafen ein wenig weiter in die Stadt, findet man auch viele kleine Gassen mit einigen schönen Geschäften. Wir finden, Port Andratx ist auf jeden Fall ein Ort, den man bei einer Tour über die Westküste auf keinen Fall auslassen sollte. Etwa 5 Kilometer von dem Hafen Port Andratx liegt die Stadt entfernt. Beim Durchfahren sind uns die vielen engen, schmalen Gassen aufgefallen. Ein mallorquinisches Flair ist auf jeden Fall zu spüren. Die Fahrt von Andratx über die Küste hat uns jetzt besonders gut gefallen. Auf dem auf jeden Fall sehr kurvenreichen Weg bekommt man einiges zu sehen. Die malerische Felsenlandschaft und das wunderschöne Meer hat man ständig im Blick. Man kommt durch total viele Dörfer mit ihren engen Straßen. Man kann aus dem Auto heraus auf jeden Fall ganz in Ruhe das mallorquinische Flair auf sich wirken lassen. Immer wieder gibt es auch Möglichkeiten, mit dem Auto mal stehen zu bleiben, die wunderschöne Aussicht zu genießen und natürlich das ein oder andere Foto zu machen. Unser nächster Stopp ist Banya Boulevard. Der malerische Ort liegt direkt am Tramontana-Gebirge. Der Ort ist berühmt für seine 2000 Terrassen. Bereits im 10. Jahrhundert wurden diese erbaut und dienen bis heute dem Weinanbau. An diesem total ursprünglichen Ort kann man sich wunderbar aufhalten, ein bisschen treiben lassen und die wunderschöne Aussicht genießen. Der nächste Ort, den wir besuchen wollen, ist Port de Sóller. Während der Hauptsaison kann man dort normalerweise mit diesen altertümlichen Bahnen hinfahren. In der Nebensaison fuhr diese leider nicht. Auch hier gibt es wieder einen kleinen Hafen, Cafés und die Möglichkeit, sich ein bisschen aufzuhalten. Für die Badebegeisterten gibt es auch einen kleinen Strandabschnitt. Wir setzen uns hier einfach mal hin, bestellen ein leckeres Bierchen, ein paar Tapas und genießen unsere freie Zeit. Nur ein paar Minuten vom Hafen liegt der eigentliche Ort Sóller. In der Hauptsaison kann man hier von Palma aus direkt mit der schönen alten Bahn hinfahren. Zur Nebensaison aber leider nicht. Das wohl bekannteste Gebäude ist die Pfarrkirche Sant Bartolomé.
Diese befindet sich im Stadtzentrum und wurde im Jahre 1236 erbaut. Ansonsten wird das Stadtbild von diesen Patrizierhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert geprägt. Man kann hier ganz gut schlendern, sich die alten Häuser anschauen und natürlich findet man auch hier das ein oder andere schöne Geschäft. Gerade wenn in der Hauptsaison die lustige kleine Bahn fährt, ist dieser Ort auf jeden Fall eine Empfehlung. Aufgrund unseres begrenzten Zeitfensters war es das auch schon mit unserer Autotour durch Mallorca. Für uns geht es jetzt also wieder zurück nach Palma, wo wir was ganz Besonderes vorhaben. Wir freuen uns total, das neu eingerichtete Studio vom Inselradio Mallorca anschauen zu dürfen. Natürlich folgen wir super gerne der Einladung des Chefs Daniel Vulic. Das Inselradio ist fester Bestandteil vieler Mallorca-Liebhaber und wir lernen hier einmal, wie eigentlich so eine Sendung funktioniert. Was braucht man technisch und was ist alles notwendig? Für uns war es wirklich super spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken und ein bisschen was Neues dazu zu lernen. Ein kleiner Funfact am Rande: Im Studio hängt die größte Diskokugel Mallorcas. Also vielen lieben Dank, lieber Daniel, für diesen wunderschönen Abend. Es hat uns wirklich richtig gut gefallen. Zum Schluss wollen wir euch noch 2 einzigartige Gastro-Empfehlungen mit auf den Weg geben. In die Bodega Belver haben wir uns auf Anhieb verliebt. Ein ganz kleiner alter Laden. Besucht wird die Bodega eigentlich fast ausschließlich von Einheimischen. In der kleinen Küche direkt neben dem Tresen werden die super leckeren Baguettes zubereitet. Die Preise sind total fair, das Ambiente richtig gemütlich. Eine richtige Herzensempfehlung von uns. Als nächstes wollen wir euch die Molta Barra Tapas Bar empfehlen. Ihr bekommt dort leckere Tapas und auf den ersten Blick wirkt alles ganz gewöhnlich. Ganz so gewöhnlich ist es aber doch nicht. Unter dem Motto Bye Bye Spotify kann man sich an seinem Tisch eine Kassette aussuchen. Diese wird dann auf einem Kassettenspieler gespielt. Wir haben uns für die Beatles entschieden. Zumindest donnerstags wird es noch verrückter. Bestellt man an der Bar einen Wermut, dann wird man in die erste Etage eingeladen. Dort wird einem dann von einem etwas verrückten Typen der Wermut auch eingeschenkt. Mit ganz viel Herzblut führt er einen dann durch sein ganz persönliches Territorium. Jeder Gast dort oben muss sich verkleiden, bekommt seine ganz persönliche kleine Schallplatte zugewiesen, und soll halt mit ihm gemeinsam den Abend verbringen. Wir wissen jetzt nicht, ob es an dem leckeren Wermut lag, aber wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß dort. Das war unser kleiner Palma-Trip. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und wir freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!